Hallo meine lieben Nähfreunde, ich bin Annika von Knopf und Nadel und heute gibt es für euch eine Nähanleitung für die süße Bauchtasche. Ich freue mich dabei schon so sehr auf dieses Projekt, weil diese Bauchtasche so niedlich geworden ist und dabei aber auch so super praktisch ist. Und die gibt es sogar in 2 verschiedenen Varianten. Das heißt, es gibt die einmal als Kinderversion und einmal für Erwachsene. Übrigens gibt es die auch als komplett fertiges Nähset aus Frankreich. Da habe ich eine Kindergröße und eine Erwachsenengröße für euch und verschiedene Farben. Hier ist schon alles inklusive. Ich verlinke dir diese Nähsets unten in der Videobeschreibung. Da kannst du dir auch mal anschauen, welche Farben es davon gibt. Und das Beste ist natürlich, dass das Schnittmuster dabei ist, denn du kannst das immer wieder verwenden. Das heißt, wenn du einmal dieses Set hier gekauft hast und dein Schnittmuster fertig gebastelt hast, dann kannst du natürlich immer wieder neu Gürteltaschen nähen und kannst dieses Schnittmuster nutzen. Genug gequatscht, genug angeschaut, jetzt wollen wir aber wirklich mal nähen. Jetzt kommen wir zum Zuschnitt. Erstmal möchte ich dir die Daumen drücken, dass dir die Auswahl nicht so schwer fällt wie mir. Ich musste mich hier wirklich entscheiden, welches will ich denn jetzt nähen. Und wir nähen heute das Türkise mit dem schönen Innenfutter mit den Blümchen drauf. Kontrolliere natürlich beim Auspacken unbedingt, ob alles dabei ist. Deine Nähanleitung auf Deutsch findest du hinten in dieser Schließe. Die lege ich dir dort bei. Ich möchte das nicht extra öffnen, damit du auch den Spaß des Auspackens hast. Erstmal haben wir hier alles, was das Herz begehrt. Wir brauchen ja kleine Labels. Wir haben alle Steckschließen, die wir benötigen. Ein Gurtband, Kordstoff und Liberty-Stoff. Dieser Blümchenstoff ist Liberty-Stoff. Der ist lizenziert und kommt aus London. Wir haben ja auch einen Reißverschluss inklusive, der ist schon komplett fertig und hat auch schon die richtige Länge. Schau dir am besten die Nähanleitung an und kontrolliere, ob auch dein Schnittmuster inklusive ist. Nicht wundern, das Schnittmuster ist auf Französisch, aber du kannst hier alle Symbole ganz normal verstehen und jedes Schnittteil ist mit Buchstaben exakt nummeriert. Das heißt, du behältst dir auf jeden Fall den Überblick passend zu deiner deutschen Nähanleitung. Oder du nähst halt in diesem Video mit. Ich habe mir jetzt mein Schnittmuster fertig ausgeschnitten und schau jetzt mal in die Nähanleitung, wie man zuschneidet. Und du findest hier einen exakten Zuschnittplan und kannst genau sehen, wie du zuschneiden musst. Und denke an den Fadenlauf. Hier sind überall Pfeile drauf, die habe ich dir extra drauf gelassen und da kannst du sehen, wie der Fadenlauf ist. Bei manchen Stoffen, die du zuschneidest, hast du vielleicht ein Muster, das von oben nach unten geht. Hier in dem Fall ist das nicht ganz so schlimm. Außer beim Kord. Beim Kord solltest du auf jeden Fall den Fadenlauf beachten. Ich habe jetzt alles zusammengepuzzelt. Du kannst hier dich auch komplett an den Zuschneideplan halten. Du kannst es so schneiden, wie ich es jetzt hier aufgelegt habe. Das ist bei Webware überhaupt kein Problem. Oder untereinander. Da sparst du ein bisschen Platz und hast sogar noch schönen Reststoff übrig und kannst aus diesem Liberty-Stoff zum Beispiel noch einen passenden Scrunchie nähen. Rate dir zusätzlich den Stoff auch vorab nochmal zu bügeln, damit er wirklich glatt liegt. Dann kannst du ihn mit Nähgewichten beschweren und ihn dann mit dem Rollschneider zuschneiden oder mit deiner Schere. Dann würde ich dir dazu raten, dein Schnittmuster ordentlich festzustecken. Ich nutze hier meine selbstdesignten Nähgewichte, die gibt es auch in meinem Shop, genauso wie eben dieses Nähset. Der Zuschnitt ist dabei wirklich einfach. Hier ist die Nahtzugabe schon komplett inklusive, das heißt, du kannst wirklich entlang des Schnittmusters ganz entspannt zuschneiden. Hier siehst du nochmal den Kordstoff und wie ich hier den Fadenlauf gestaltet habe. Der Pfeil sollte entlang des Stoffes laufen. Hier hast du ja schöne Linien, an denen du dich orientieren kannst. Und einen Hinweis habe ich noch zum Zuschnitt. Achte auf die Knipse. Auf dem Schnittmuster gibt es kleine Markierungshilfen. Die kannst du mit Kreide übertragen oder ich habe zum Beispiel kleine Mini-Einschnitte innerhalb der Nahtzugabe gemacht. Siehst du später im Video nochmal. Jetzt wollen wir unser erstes Label aufbringen. Das ist in diesem Fall ein kleines Kätzchen. Hier hat jede Bauchtasche ein eigenes Label, ein eigenes Tier. Bei den Erwachsenen sind Sprüche drauf. Und ich
befestige das eigentlich grundsätzlich vorher mit so einem Fixierstift. Den kann ich dir unten im Video mal verlinken und richte mich nach dem Schnittmuster, wo der hin muss. Nachdem ich ihn fixiert habe, nähe ich ihn mit dem Geradstich einfach ganz knappkantig fest. Dafür empfehle ich dir, ein Garn zu nehmen, das ungefähr der Farbe des Patches entspricht. Solltest du die Bauchtasche für Erwachsene nähen, kommt jetzt dein nächstes Label dran. Also Achtung, nähe erst dein Label fest, so wie es in der Anleitung steht, und komme dann wieder hierher zurück zum Reißverschluss. Jetzt sprechen wir über Teil C und Teil D. Lege dir also dein Teil C auf rechts vor dich hin und öffne deinen Reißverschluss. Danach legst du ihn rechts auf dieses Teil. Ich stecke schrittweise fest, damit es exakter ist. Ich fixiere jetzt schon mal mit meinen Stoffklammern den Reißverschluss auf diesem Teil. Als nächstes kommt aber auch noch Teil D ran. Wenn du ein bisschen erfahrener bist, kannst du auch beides mit einmal feststecken. Das ist kein Problem. Das Teil D nimmst du dann auf links und steckst es rechts auf dem Reißverschluss fest. Das kann man jetzt bei diesem Stoff leider nicht ganz so gut erkennen. Ich hoffe, du konntest jetzt sehen, dass die linke Seite ein wenig blasser ist als die rechte Seite. Keine Sorge, wenn dir beim Feststecken etwas ein wenig verrutscht. Du kannst jetzt ja immer noch nachbessern und den Reißverschluss, wie in meinem Fall zum Beispiel, auch wieder gerade nach innen schieben, sodass wir eine schöne gerade Kante haben. Achte auch darauf, die Teile schön gerade aufeinander zu legen. Als nächstes nähen wir sie mit einer Nahtzugabe von 0,7 cm fest. Dafür nutze ich mein Reißverschlussfüßchen. Das hat den Vorteil, dass du ganz nah an der Kante nähen kannst. Bei den meisten Nähmaschinen ist dieses Nähfüßchen auch inklusive. Wenn du an deinem Zipper angekommen bist, dann kannst du dein Nähfüßchen erhöhen und lässt die Nadel eingestochen, führst dann den Zipper entlang, vorbei am Nähfüßchen und kannst dann ganz entspannt weiternähen. Am Zipper würde ich nicht vorbei nähen, denn sonst hast du dort eine Kurve drin, wo du keine Kurve möchtest. Jetzt wenden wir unser Nähgut so, dass uns beide rechten Seiten anschauen. Also so, dass die rechte Seite bei beiden nach außen ist. Wir wollen jetzt nämlich die Oberseite des Reißverschlusses auch noch fixieren. Dafür nehmen wir uns jetzt Stoffteil A und Stoffteil B. Wenn du hier durcheinander kommst, ist das kein Problem. Prüfe den Zuschneideplan auf dem Schnittmuster. Dort findest du alle Teile auch immer wieder. Hast du den Reißverschluss geöffnet, kannst du Teil A feststecken. Hier sollte dich die linke Seite anschauen. Ich stecke immer zuerst die Seiten fest. Das macht es für mich einfacher. Als nächstes schneide ich mir ein wenig den Reißverschluss ein. Übrigens ist das ein kleiner Profi-Tipp, den du in der Nähanleitung nicht findest. Wenn du innerhalb der Nahtzugabe nämlich kleine Einschnitte machst, dann kannst du viel besser diese Rundung mit dem Reißverschluss mitnehmen und kannst so besser nähen und besser feststecken. Als nächstes stecken wir Teil B auch noch von hinten fest. So, dass wir jetzt hier alle Stoffseiten rechts aufeinander liegen haben und in der Mitte liegt der Reißverschluss. Jetzt nähen wir wieder mit dem Geradstich einmal rundherum fest. Wir haben hier wieder eine Nahtzugabe von 0,7 cm und ich nutze weiterhin mein Reißverschlussfüßchen. Danach werden die Teile auf rechts gewendet, sodass dich von all deinen Teilen jetzt die schönen Seiten anschauen. Am sinnvollsten wäre es hier auch zu bügeln, damit sich keine Falten bilden. Als nächstes schließt du den Zipper und kannst jetzt die Seitenteile anbringen. Wir starten mit den beiden G-Teilen. Die sollten wirklich von Kante zu Kante festgesteckt werden und sollten jetzt diese gesamte Länge dort an dieser Zipperseite einmal einnehmen. Die stecke ich mir erstmal ganz ordentlich fest. Jetzt kommen noch die beiden Teile mit der Bezeichnung H, die wir aus dem Futterstoff zugeschnitten haben. Dafür wende ich mir jetzt einmal mein Nähgut auf diese Futterseite und stecke das Futter jetzt auch noch mit rechts auf rechts fest, so dass diese beiden Teile an den Seiten rechts auf rechts liegen und sie werden jetzt einmal mit dem Geradstich fixiert.
Dafür halte ich 1 Zentimeter Abstand zur Stoffkante. Weiterhin nutze ich hier das Reißverschlussfüßchen, damit ich eben nicht auf dem Zipper nähe. Der ist nämlich wirklich sehr fest und da er sehr grob ist, könnt ihr dir hier auch die Nadel brechen. Also Achtung, bedenke, dort ist ein Zipper. Als nächstes wird wieder gebügelt, damit diese Kanten jetzt auch wirklich perfekt auseinander liegen. Empfehle ich auf jeden Fall zu bügeln. Das macht hier wirklich einen großen Unterschied. Du wendest dir dafür alles auf rechts und bügelst einmal. In deiner Box findest du ein kleines Label von Comme une Idee. Das ist der Hersteller dieser Nähbox. Du kannst ja jetzt aussuchen, welche Seite nach außen schauen soll und welche nach innen. Du hast hier einmal ein schönes Logo oder den Schriftzug. Als nächstes steckst du dir dieses Label einmal fest. Bei mir soll jetzt die Marke stehen, deswegen schaut mich jetzt das Logo an. Das wird jetzt ordentlich festgesteckt und mit 1 Zentimeter Nahtzugabe fixiert. Wenn das erledigt ist, kommen wir zum ganz großen Stoffteil E. Das sollte das größte Stoffteil aus Kordstoff bei dir sein. Das legst du einmal rechts auf deine Tasche. Achtung, du hast hier Knipse gesetzt. Die kannst du jetzt für dich nutzen. Also deine Markierungen oder deine geschnittenen Knipse sollten jetzt exakt aufeinander liegen. Nur so bekommst du ein perfektes Ergebnis. Wenn du oben an der oberen Kante alles festgesteckt hast, kannst du es jetzt mit dem Geradstich fixieren. Hier kannst du noch mal schön die Knipse sehen, die ich mit dem Rollschneider gesetzt habe. Ich nähe hier mit einer Nahtzugabe von 1 Zentimeter fest und bin jetzt auch wieder beim Universalnähfuß gelandet. Jetzt öffne ich mir Teil E, so dass mich hier die komplette rechte Stoffseite ansieht. Wir kommen jetzt nämlich zum Gurtband. Versprochen, das ist viel einfacher, als man denkt. Von dem Gurtband messe ich mir jetzt einmal 12 cm ab und schneide sie ganz einfach mit meiner Stoffschere ab. Ich lege hier ein Lineal an. Und man könnte sich das jetzt markieren oder direkt am Lineal diese 12 cm abschneiden. Als nächstes öffne ich mir die Steckschließe, denn ich benötige jetzt dieses größere Gegenstück. Hier gibt es immer einen weiblichen und einen männlichen Teil. Wir benutzen jetzt also den weiblichen Teil. Wir nehmen uns jetzt unser kleines Gurtbandteil vor und fädeln die Steckschließe einmal darüber. Jetzt nehmen wir das Gurtband übereinander und können es direkt links an der Seite der Tasche feststecken. Genau unterhalb der Naht kann es hier festgesteckt werden, da brauchst du keine extra Markierung. Den Rest des Gurtbandes stecke ich mir auf der anderen Seite fest. Achtung, du solltest es vorab ausmessen. Diese Hilfsnaht nähen wir mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm und fixieren so unsere Gurtbänder. Für den weiteren Verlauf ist das wichtig, dass die einmal richtig fest sind. Jetzt ist es allerdings richtig wichtig, auch den Reißverschluss zu öffnen, sonst bekommst du am Ende nichts mehr gewendet. Also öffne jetzt auf jeden Fall deinen Reißverschluss. Jetzt nehme ich mir meine Gurtbänder und steck die alle so ein bisschen nach innen. Wenn du Angst hast, dass du hier aus Versehen Gurtband fest nähen würdest, dann mach am besten ein Gummi drum oder fixier dir das ein bisschen, denn wir schließen jetzt unsere Seiten. Achte auch auf das kleine Label, das springt gerne ein bisschen raus. Jetzt steckst du einmal rundherum deine Tasche fest. Ich achte hier besonders dabei darauf, dass alle Knipse aufeinander liegen. Die kann man jetzt wirklich schön exakt aufeinander tun, feststecken und dann nähen wir rundherum fest. Dabei arbeite ich ganz konzentriert bei 1 Zentimeter Nahtzugabe. Wenn ich an einer Kante angekommen bin, lasse ich meine Nadel im Stoff, kann so mein Nähgut leicht drehen und dann einfach gerade weiter nähen. Das Ergebnis sieht jetzt ein bisschen aus wie ein Päckchen und wir nehmen uns als nächstes den Stoff F vor. Das ist jetzt das große Stück Stoff mit Futterstoff. Das legen wir jetzt auch rechts auf rechts wieder auf dem Futterstoff auf. Es wird jetzt genauso festgesteckt wie bei dem Teil zuvor.
Nur, dass wir diesmal wirklich alles rundherum feststecken. Achte hierbei wieder auf deine gesetzten Knipse. Die sind hier wirklich Gold wert, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Ich stecke wie immer zuerst meine Kanten fest. So habe ich wirklich eine sehr gute Kontrolle, dass ich auch auf der richtigen Länge wieder rauskomme. Ich stecke jetzt hier die Kanten und danach die Rundungen fest. Bevor ich das Ganze jetzt aber festnähen kann, muss ich mir erst noch eine Wendeöffnung markieren. Dafür nehme ich wieder mein Lineal und markiere mir 8 cm Wendeöffnung. Wenn du es ein bisschen einfacher haben möchtest, kannst du auch 9 cm nehmen. Aber ich verspreche dir, 8 cm sind ausreichend. Das funktioniert sehr gut. Ich nehme hier so einen von alleine verschwindenden Markierstift. Du kannst aber auch Schneiderkreide oder sonstiges benutzen, aber dann halt innerhalb der Nahtzugabe. Apropos Nahtzugabe, wir nähen mit 1 cm Nahtzugabe jetzt alles rundherum, aber Achtung an der Markierung, solltest du wirklich aufhören und deine Naht dann auch wirklich verriegeln und stoppen. Das mache ich hier zum Beispiel gerade. Hier siehst du meine Markierung. Dieses Päckchen könnte eine kleine Herausforderung für deine Nähmaschine sein. Deswegen wäre es ganz gut, wenn du eine Hebamme oder einen Höhenausgleich nutzt, der dir dann dabei helfen kann, dass dein Nähfüßchen auch wirklich näht. Ich lege hier zum Beispiel meine eigene Höhenüberwindung unter. Die kann ich dir auch einmal verlinken, so dass mein Nähfuß auch wirklich diese Höhen überwinden kann. Dann schneide ich meine Nahtzugabe vor allem an den Kanten zurück. Da lohnt es sich, wenn man die Kanten ein bisschen angespitzt zurückschneidet, damit die sich dann auch perfekt ausformen lassen. In den Rundungen setze ich innerhalb der Nahtzugabe dann solche Knipse, damit die sich dann perfekt ausformen lässt. Aber Achtung, bloß nicht in die Naht schneiden. Und jetzt können wir die Wendeöffnung benutzen und alles einmal auf rechts wieder wenden. Forme dir die Kanten schön aus, damit alles perfekt ist. Gerade bei den Gurtbändern macht sich das sehr gut, wenn du so einen Kantenformer hast, damit du die dann perfekt ausgeformt bekommst. Du kannst hier auch dann nochmal drüber bügeln. Jetzt wollen wir unsere Wendeöffnung noch schließen. Das erledige ich mit der Nähmaschine. Dafür setze ich so eine Schattennaht, die dann direkt innerhalb dieser anderen Naht auf der Rückseite ist. Dadurch sieht man die am Ende überhaupt nicht. Also ich nähe hier wirklich ganz knappkantig, also so, dass man gerade noch den Stoff erwischt. Du siehst das hier, das ist wirklich ein kleines Kunststück. Mach das langsam. In meiner Aufnahme habe ich es schneller gemacht. Nicht wundern, dass das so schnell aussieht. Ich habe das wirklich super langsam genäht. Und diese Naht verschwindet wirklich als Schattennaht dann auf der Rückseite, so dass man die komplett gar nicht mehr sehen kann. Natürlich darfst du deine Wendeöffnung aber auch mit dem Leiterstich per Hand schließen, wenn du dich nicht traust. Das ist überhaupt kein Problem. Und wir sind schon im letzten Teil unseres Nähtutorials angekommen. Jetzt wollen wir nur noch die Steckschließe befestigen. Dafür achte ich erstmal drauf, dass das Gurtband richtig liegt. Also nimm es mal in die Länge, damit du siehst, ob es auch nicht verdreht ist. Und nimm dir zuerst die Schiebeschnalle vor und fädel sie einmal, so wie hier im Video gezeigt, auf. Als nächstes nimmst du dir die Steckschließe, also den männlichen Teil. Warum das männliche Teil heißt, kannst du dir wahrscheinlich denken, und fädelst sie genauso auf. Das Gurtband an der Schiebeschnalle musst du jetzt ein wenig locker machen, also mindestens 5 cm rausschieben, und kannst jetzt das Gurtband, das durch deine Steckschließe geschoben wurde, dann unten durch diesen Steg fädeln. Schau dir am besten diese Stelle des Videos mehrfach an, wenn du dabei unsicher bist. An dieser Stelle ziehst du mindestens 6 cm deines Gurtbandes heraus und schlägst es mit 2 cm jeweils zweimal nach innen um. Ich mache das immer so ein bisschen Pi mal Daumen. Schau mal, so. Du kannst es aber auch exakt abmessen und dir vorab markieren. Jetzt ist es ratsam, wirklich solche Stoffklammern zu benutzen. Damit kannst du das jetzt gut halten, bevor du es nähst. Ich habe sogar so ganz kleine Stoffklammern, die machen sich hier wirklich sehr gut. Ich nutze hier wieder einen Höhenausgleich, denn dreifaches Gurtband ist wirklich ziemlich hoch für den Nähfuß und es könnte sein, dass der sonst nicht näht. Du kannst aber auch einen Knopf unterlegen und fixierst jetzt deine Kante. Und ob du jetzt die Kinderversion oder die Erwachsenenversion nähen möchtest,
Das sorgt auf jeden Fall für große Augen. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, welches Nähset du am schönsten findest. Ist diese Tasche nicht wirklich wunderschön geworden? Also ich finde, sie ist auch ein perfektes Geschenk, zum Beispiel zur Einschulung oder wenn das Kind in den Kindergarten kommt. Und die Erwachsenenversion, tja, die näht man vielleicht lieber für sich selbst. Und danach kann man das Schnittmuster ja auch nochmal für jemand anders nähen. Aber ich finde, ein Geschenk an sich selbst ist doch wirklich wunderbar. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder hier 19 Uhr auf YouTube. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns, würde ich sagen. Mach's gut!